Ja, hallo, hier der zweite Teil des Tutorials zur Uhrenkonstruktion. Hier haben wir den Zustand, mit dem wir beim letzten Tutorial das Ganze beendet haben. Wir haben halt alle Zahnräder hier drin. Das erste Zahnrad hat hier diesen Anschluss, dass da so eine Achse reingesteckt werden kann. Und hier ist diese Unterlegscheibe von 2 mm Höhe. Und was jetzt noch fehlt, sind so ein paar Zusätze. Und zwar einmal dieser Adapter hier, dann hier eine Achse und vor allen Dingen auch eine Grundplatte, auf die das Ganze hier geschraubt werden soll. Fangen wir mal mit der Grundplatte an. Einfach ein neues Objekt erzeugen, das heißt ein neuen Body, neuen Körper und darin eine neue Skizze. Das machen wir auf der XY-Ebene. Und dann können wir uns das hier anschauen und wir können direkt auf dieser XY-Ebene loslegen, weil das ist auch die Ebene, auf der wir hier gestartet haben. Das heißt, einfach in diese Ansicht hier gehen und dann zeichnen wir was Hübsches hier rum, wo das drauf geschraubt werden soll. Okay, also ich würde hier in diesem Falle beginnen wollen mit 2 Kreisen. Der erste Kreis kommt hier auf den Mittelpunkt, das können wir aber hier noch so ein bisschen sichtbarer machen. Und der zweite Kreis, der kommt hier hin. Die beiden Kreise kriegen denselben Durchmesser. Ich stelle schon mal hier auf Durchmesserbemaßung um und blende das mal so wieder ein. Dann können wir den jetzt hier so hochziehen. Kann man so schauen, was wird denn passen. Gucken wir mal, was ist das für ein Durchmesser? 158. Ich mache mal 162 mm. So, dann zeichne ich da 2 Strecken ein. Die machen wir tangential hier dran und tangential da dran. Das machen wir hier genauso. Tangential. Das nehmen wir mal raus und machen das auch tangential. So sieht das schon mal gut aus. Dann können wir wieder die Ansicht wählen, löschen das raus, was wir nicht mehr benötigen. Das heißt, die beiden und die bitte auch und die beiden bitte auch. So, das ist jetzt erstmal die Grundform dieses Bodens. Und dann kann man sich überlegen, so viel brauche ich eigentlich gar nicht. Ich möchte hier noch so Aussparungen drin haben. Ich denke, das mache ich aber erst, wenn ich das fertig gezeichnet habe. Was jetzt natürlich auch noch nicht stimmt, ist der Abstand dieses Kreises hier. Der muss natürlich passen. Das heißt, das müssten eigentlich die 84 mm werden. Erstmal sind die beiden natürlich gleich. Mal gucken, ob er das zulässt. Ne, braucht er gar nicht. Und dann machen wir das Maß hier. Das sind natürlich jetzt nicht die 84, die tragen wir dann hier ein und schon ist das fertig. So, das könnte man jetzt so drucken und ich lasse das jetzt erstmal so erzeugen und dann überlegen wir uns, was man da noch für Sachen mitmachen kann. Also da machen wir eine Aufpolsterung von natürlich in die andere Richtung. Oder hat er die richtige Richtung genommen? Ne, hat er natürlich nicht. Also umgekehrt. Und die Platte, die muss maximal 3 mm dick sein. 2 würden es wahrscheinlich auch tun. So, dann kriegt die natürlich Löcher. Und zwar da gehen wir erstmal hier erstmal die Funktion beenden und eine neue Zeichnung generieren. Und dann machen wir hier die Löcher rein. Einmal haben wir hier ein Loch und wir haben da ein Loch. So, das bekommt hierzu den Abstand von 84 mm. Die sind ruhig beide gleich groß im Durchmesser. Und der Durchmesser, der soll sein
3,5 Millimeter. Schließen wir das Ganze. Lassen wir es einfräsen. Hier unten kann man sehen, ja, das hat soweit geklappt. So, jetzt überlegt man sich, was kann ich denn schöner machen, damit ich, wenn ich von hinten vielleicht auch von den Zahnrädern noch was sehe, also hier so Sachen reinfräsen. Das machen wir ganz einfach. Einfach hier das Selektieren, eine neue Zeichnung. Und da haben wir jetzt 4 Kreise. Die bekommen erstmal alle denselben Durchmesser. Und dann müssen wir hier eine Mittellinie reinzeichnen. Das mache ich, indem ich das hier auf Blaumodus schalte und die ziehen wir hier rein und die kriegt hierzu einen Abstand von 84 durch 2. Und dann können wir erstmal die beiden dazu symmetrisch machen und die beiden symmetrisch dazu und die beiden auch symmetrisch dazu. So, jetzt müsste ich eigentlich schon alles haben. So, dann können wir noch einen Durchmesser festlegen. Haben wir hier 60. Machen wir da 110. Machen wir das Maß mal 190 mm und das Maß, das machen wir 150 mm. Jo, sieht doch schon mal ganz nett aus. Schließen, reinfräsen und dann haben wir das als Grundplatte. Und dann, wenn man dann von hier hinten, dann sieht man da auch schon die Zahnräder. Je nachdem, wo die Wand hängt, die Uhr hängt, muss ja nicht unbedingt an der Wand sein. Sieht das so ganz nett aus. Und dann machen wir hier noch eine kleine Öffnung rein, wo so ein Gehäuse, so ein Bügel sich oben drauf abstützen kann. Wir beenden das Ganze, machen wir noch eine Zeichnung und zwar haben wir hier und da auch. So, jetzt gehe ich noch mal gerade, das nennen wir mal Grundplatte. Und ich schließe die Zeichnung mal gerade und gucke mir noch mal meine erste Zeichnung an. Ja, das sind die Löcher, das ist die Pocket, da wollte ich nicht rein. Ich wollte nur das erste Pad. Da. So, das sind 162 mm. Das ist der Durchmesser, also ist das Maß 162. Dann gehen wir wieder hier rein und ich bemaße jetzt. Erstmal können wir wieder hier ein paar Einschränkungen reinmachen. Ihr seid bitte symmetrisch und ihr habt dieselbe Breite. Die Breite kann man schon mal festlegen. 16 mm. Und so, dann machen wir ruhig wieder so eine Mittellinie da rein, das macht es schöner. So, die Mittellinie, die wird natürlich blau und die kriegt
hier den Abstand von 84 durch 2 und ihr seid bitte dazu symmetrisch. Habe ich irgendwas falsch getippt? Du und du dazu bitte symmetrisch. So, die beiden Maße, die sind auch gleich. Und das Maß hier, das machen wir mal 4 mm. Und dann haben wir noch das Maß zu diesem Maß. So, was war das? 164. ...150 ist ein bisschen zu wenig, ja. ...160 wahrscheinlich zu viel. Also 158, 156. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Da wird dann der Bügel reingesteckt. Und der kann sich dann hier und da noch abstützen. Ich kann aber der Einfachheit halber auch gerade mal die Zeichnung nochmal aufmachen und den Radius hier vielleicht ein bisschen größer machen. Nicht 162, sondern 170 mm. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Überstand. Gehen wir nochmal hier hin. Können wir die Kreise hier noch ein bisschen abändern. Die sind es nicht, sondern diese Pocket hier. So, da habe ich den Radius von 110. So, 130. Schauen wir uns das nochmal an. Das war schon zu viel. Obwohl, macht vielleicht Sinn, das ein bisschen stabiler auszulegen, diesen Bügel. Das heißt, ich mache diese Sketch hier jetzt nochmal auf und können wir das Maß hier ein bisschen größer machen. 160. Und dann kann es hier, entweder macht man da auch noch so Löcher rein, kann man machen. Und da bitte. So, die kriegen wieder dieselben Maße. Die bitte auch. Und da möchte ich dasselbe Maß wie das haben. Hat er das gemacht? Ich glaube schon. Ich glaube, den können wir jetzt nicht mehr bewegen. Ja, genau, der ist jetzt fest. So, dann wird das symmetrisch und die beiden sind waagerecht zueinander und das Maß, das wird 20 mm. Na komm, machen wir auch 16, das reicht. 16 mm und der Abstand hier, der Abstand da 240.
So, das wird bitte symmetrisch. Da sieht man nämlich, so geht's nicht. Dann wird die 240. Jo. Okay. So, nehmen wir die jetzt und fressen die auch da rein. Und dann ist die Grundplatte fertig. Und ich mache jetzt fix noch die Achse hier auf der Seite. Das heißt, die zeichne ich. Da machen wir einen neuen Körper. Also das Ding ist die Grundplatte. Gibt es eine neue, die Achse. Das gibt einen neuen Körper. Auch auf die XY-Ebene. Können wir wieder hier umstellen und zeichnen das hier ein. Da kommt er also hin. Kriegt hier den Abstand von 84 mm und das gibt jetzt so ein Knöpfchen da. Das heißt, da machen wir 16 mm ist der Durchmesser und da erzeuge ich jetzt eine Aufpolsterung. Die machen wir aber in der umgekehrten Richtung. Und zwar 3 mm und das nennen wir Achse 2, weil Achse 1 ist vorne die und der sitzt aber jetzt viel zu niedrig, also gehen wir auf Transformieren oder aber wir gehen hier über die Eigenschaften über Placement und gehen hier auf den Wert hier und mit der Maustaste können wir den jetzt verschieben. Kann man sich so anschauen. Ja, so muss er sein. Und das können wir damit schließen. Beziehungsweise, da sind wir raus. Ne, Combo-Ansicht. Da machen wir hier noch eine Rundung dran. Von 3, machen wir ruhig 2,5 mm. So, jetzt blenden wir das aus, was wir nicht mehr brauchen. Im Moment brauche ich die Grundplatte insbesondere nicht, aber auch die ganzen Zahnräder nicht. So, den Spacer, den können wir auch rausnehmen. Machen wir den noch weg. Wo ist der Spacer? Da ist er. So, da zeichnen wir drauf weiter. Und zwar erzeugen eine Zeichnung da drauf. Das wird auch hier auf dieser Strecke liegen. Auf der geraden kriegt auch den Abstand hier von 84 mm. Und einen Durchmesser von 3,2 mm. Machen wir ruhig 3, komm. 3 mm und dann machen wir die Zahnräder wieder an. Das heißt, Zahnrad 1 ist an. Dann haben wir hier Zahnrad, müssen wir hier runter. Zahnrad 8 ist einmal sichtbar. Zahnrad 4, 5, Zahnrad 2, 3 und Zahnrad 6, 7. Damit müssen wir eigentlich alle haben. Grundplatte können wir auch noch dazu machen. Den polster ich jetzt auf. Und dann fahre ich hier einfach nach oben. So, da kommt er raus. So kann die Achse sein. Machen wir hier oben auch noch eine Rundung drauf.
Fertig ist die Laube. Beziehungsweise ich mache die noch ein bisschen weiter. Die soll ja ein bisschen überstehen. Das heißt, den Pad hier einfach nochmal wählen. Können wir ruhig 20 machen. Okay, und dann haben wir die Achse konstruiert. Und jetzt geht es noch um diesen Mitnehmer hier. Das heißt, die Grundplatte werde ich erstmal ausblenden und erzeuge nun wieder einen neuen Körper. So, mal schauen. So, wie mache ich das? Neuen Körper. Das wird die Achse 1. Und da möchte ich jetzt eine Datum Plane rein erzeugen. Und diese Datum Plane, die kriegt einen, da wähle ich jetzt diese Fläche hier aus und Fläche 95. Unabhängige Kopie. Okay. So, dann hat er mir das so reingeholt. Auf die möchte ich jetzt eine Zeichnung erzeugen. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich von unten zeichne und die Zeichnung auch wirklich sehe. Das heißt, hier beginnen wir mit dem Adapter, der da reingesteckt wird. Das heißt, der bestand ja aus einem Kreis und aus verschiedenen Rechtecken. So. Die beiden, die sind erstmal symmetrisch. Dazu die beiden auch hierzu symmetrisch. Symmetrisch, symmetrisch, symmetrisch. So, dann sind die symmetrisch und ihr beiden bitte auch. Da habe ich was Falsches ausgewählt. Die beiden müssen wir nochmal machen. Einmal daneben klicken. Ihr beiden symmetrisch hierzu. So, dann löschen wir das raus, was wir nicht brauchen. Also einmal den und den. Und dann können wir die hier wegnehmen. Die beiden bitte auch. Und dann löschen wir. Ach, da haben wir noch. Die müssen wir natürlich auch noch wegmachen. Die beiden. So, dann löschen wir das Rechteck hier in der Mitte raus. Und dann haben wir Maße. Durchmesser hierzu 5 mm. Und das Maß soll die beiden sind bitte gleich und das Maß, das soll sein 8,8 mm und die beiden sind bitte gleich und das Maß soll betragen kann man jetzt noch nachschauen, wie das Original war. Da machen wir 1,3. Das Maß hier, das kann ein bisschen größer sein. (8,9). So, der muss natürlich senkrecht sein.
die beiden bitte zusammenhängen. Da macht er wirklich manchmal noch ein bisschen Bockmist. Ihr seid bitte zusammen. Das kriegt er nicht hin. Super. Steuerung Z. Ihr sitzt bitte zusammen und da löschen wir wieder raus. Das ist die allerneueste Version von FreeCAD und da scheint es noch ein paar Problemchen zu geben. Da haben wir genau dasselbe. Da steht die Bedingung. Ich mache es jetzt nochmal. Du bitte da drauf. Das hier mal ein bisschen größer ziehen. Jetzt muss man den finden. Nee, nicht die Tangente suche ich nicht. Brauchen wir hier überhaupt Tangenten? Nee. Mit Tangential hat er nichts was zu tun. Die suche ich. Und Stern, den nehmen wir jetzt erstmal raus. Den hier auch raus. Und dann fangen wir nochmal neu an. Und zwar, ihr beiden seid bitte verbunden. Du bitte damit verbunden und stehen das mal raus. Okay. Hoffen wir mal, dass es so passt. Ja, sieht alles jetzt waagerecht und senkrecht aus. Wir schließen das Ganze. Also ich muss sagen, in der Vorversion ging das einiges einfacher. Da müssen wir vielleicht mal was melden. So, dann machen wir hier von einer Aufpolsterung, aber in die andere Richtung. Und das Teil, das geht da, ich glaube, 2 mm rein. Das kann man sich aber auch jetzt noch anschauen. Und zwar, indem wir hier das wieder ein bisschen nach unten ziehen. So, gerade schauen, Zahnrad 1, Darstellung. Da einfach mal die Transparenz anmachen. Dann kann man von der Seite da reinschauen. Ich denke, können wir so lassen. So, das heißt, wir zeichnen hier jetzt weiter. Und zwar hier drauf. Da kommt eine neue Zeichnung. Und das gibt einen Kreis vom Durchmesser 3 mm. Und den schließe ich jetzt. Lass den auch aufpolstern. Machen wir die Grundfläche wieder an. Der steht ja jetzt so ein bisschen rüber. Ich mache den ruhig mal 15 mm lang.